Ich bin Rebecca Saunders, Composer in Residence in der Elbphilharmonie. Man kann nicht sagen, dass man von einer bestimmten Quelle inspiriert wird, ob das Meer oder das Licht oder die Baustelle an der Ecke. Alles inspiriert mich. Mein Leben ist Komponieren und die Musik. Everything feeds into the music. Die Musiker inspirieren mich, im Konzert zu sein und Musik zu hören, ins Museum zu gehen, Bilder zu sehen, durch die Stadt zu laufen, um die Klänge, die verschiedenen Schichten von Klängen auszufiltern und zu rahmen in meinem Kopf. Der Spaziergang gerade vom Bahnhof zur Elbphilharmonie, da hat man so viele Schichten von komplexen Klängen, die ineinander verwoben sind. Und ich glaube, alles ist mit dem Komponieren, mit der kreativen Arbeit verbunden. Ich finde das immer eine spannende Frage eigentlich, wenn man gefragt wird, ob man das Stück schon hört im Kopf. Natürlich hört man das schon, aber was ich höre und was ich mir vorstelle, ist nicht das Gleiche, als was man im Zeit und im Raum gemeinsam im Konzertsaal hört. Das ist ein komplett anderes Erlebnis, weil die Zeit fließt, weil ein Raum den Klang eigentlich den Körper gibt. Was ich höre in meinem Kopf und was ich höre im Konzertsaal, ist aus dem Grund natürlich ganz anders. Und man ist Komponistin, weil man auch auf der Suche ist. Und wenn ich wissen würde, komplett wie ein Stück ausgeht oder wie das eigentlich genau klingen wird, dann würde ich das erstmal gar nicht machen, weil es ist für mich und es muss für mich auch eine Überraschung sein. Es ist super unterschiedlich, wie man eine Uraufführung empfindet. Es hängt sehr viel von dem Stück an sich eigentlich ab, was das Stück trägt oder was für ein Prozess das war, wie gewagt eigentlich die Reise war. Meine Musik ist auch, glaube ich, sehr körperlich, sehr physikalisch, aber auch ziemlich es ist schon sehr emotionale Musik. Das empfinde ich auch bei der Uraufführung. Ja. Es ist fantastisch, meine Musik in dieser fantastischen Akustik zu hören. Es ist ein großartiges Erlebnis, in dem Raum zu sein. Als To an Utterance mein Klavierkonzert hier im Februar aufgeführt wurde, das war eine großartige Aufführung. Der Saal macht alles hörbar, sichtbar und wahnsinnig transparent. Aber die Klänge sind so ineinander verwoben in dieser Akustik. Es war wirklich eine große Freude. Ich habe über Jahrzehnte Beziehungen zu bestimmten Musikern aufgebaut. Zum Beispiel, da haben wir Nick Hodges, für wen ich das Klavierkonzert To an Utterance geschrieben hatte. Und wir haben das erste Mal zusammengearbeitet in 2003. Und ich habe mehrere Stücke über die Jahre für ihn geschrieben. Und so eine Beziehung ist Gold wert für einen Komponist, dass man einander begleitet, aber auch, dass man über die Jahre eine wahnsinnig Vertrauen aufbaut, dass man in einem Raum zusammenkommt, ich sage, ich habe diese Glissandi entdeckt, ich will was damit machen und dass man ganz bloß da ist und wirklich mit Vertrauen anbietet, was man gerade inspirierend findet und dass man in einem Austausch kommt. Jetzt ist die Menschlichkeit, der Aufführende, steht bei mir wahnsinnig im Vordergrund. Und es ist inspirierend, mit einem Musiker zu arbeiten. Wir Komponisten arbeiten wahnsinnig viel alleine. Und diese Momente sind ganz precious. Ja. Ich schreibe auch sehr viele Stücke, die auch räumlich bespielt sind, räumliche musikalische Polyphonien, wo ganz viele Musiker in ganz unterschiedlichen Orten im Raum dann platziert sind. Und in dem Fall ist es unglaublich wichtig, den Raum zu kennen und dann diese, was ich Collagen nenne, zuzuschneiden an den Raum, dass die wirklich mit der architektonischen Strukturen und Merkmale eigentlich dann in Einklang kommen. Ich würde sagen, dass die Musik ist ein Angebot. Wenn man ins Konzert geht, ist es großartig, dass man nicht unbedingt weiß, was an einem zukommt. Und es ist nicht, dass eine neue Musik, eine zeitgenössische Musik, eine neu kreierte Musik unbedingt etwas erzählen muss. Und als Zuhörer ist es wahnsinnig wichtig, das zuzulassen und die Ohren aufzumachen und mit Neugier ins Konzert zu kommen. Neugier, etwas Neues zu begegnen. Ob alte Musik oder neue Musik, man weiß eigentlich nicht, was kommt. Und das fordert von uns Toleranz
und Offenheit. Wir sind bombardiert von morgens bis abends mit Bildern und mit Klängen, aber ein Klang, das im Konzertsaal, das gerahmt wird und uns angeboten wird, wo wir gemeinsam zuhören, das ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Es ist nicht, dass man als Zuhörer die Kontrolle abgibt. Nein, im Gegenteil. Jeder hat eine andere Erfahrung, der oder sie ins Konzertsaal mitbringt. Und jeder wird ein anderes Stück auch hören. Es ist wichtig, glaube ich, dass man offen ist und freut sich, auf eine Reise zu gehen.